Ich lebe seit mittlerweile über 6 Monaten in einer indischen Großstadt oder wie es Inder sagen würden, in einer Kleinstadt mit knapp 7 Millionen Einwohnern. Ja, und heute nehme ich euch mal mit auf einen Long Run durch diese Stadt, weil ja Indien vom Laufen dann doch ein bisschen anders ist und ein paar Herausforderungen mit sich bringt, für die man sich als Europäer auf jeden Fall so ein bisschen umorientieren muss. Aber bevor ich euch noch mehr erzähle, würde ich sagen, versuche ich erstmal irgendwie diese 12 Kilometer jetzt irgendwie abzureißen. Vielleicht habt ihr euch ja auch schon mal eine sehr spezifische Frage gestellt, wie ist das eigentlich in Indien laufen zu gehen? Okay, wahrscheinlich nicht, aber genau darum soll es in diesem Video trotzdem gehen. Ich persönlich lebe seit mittlerweile über 6 Monaten in Pune, Maharashtra. Heute würde ich euch gerne mal ein paar Einblicke in mein Lauftraining hier vor Ort geben. Und selbst wenn euch Indien direkt jetzt nicht als Laufort interessiert, dann gibt es in diesem Video trotzdem das ein oder andere Learning, was eigentlich jeder mitnehmen kann, dessen bisheriger Trainingsplan nicht auf einen abrupten Wechsel in den Lebensbedingungen anpassbar ist, und vielleicht kann man hieraus dann trotzdem noch 1, 2 Dinge für sich mitnehmen. Aber eine Sache ganz, ganz wichtig vorweg: Ich möchte mich in diesem Video weder über irgendwas beschweren, noch möchte ich irgendwas verharmlosen. Das hier ist meine persönliche Erfahrung als privilegierter Europäer, der in Pune laufen geht. Nicht mehr, nicht weniger. Je nach Stadt und für Frauen im Allgemeinen kann dieser Eindruck auch ein ganz anderer sein. Indien als Land hat sehr viele Probleme. Es ist ein Land voller Kontraste. Aber wie immer ist nichts hier schwarz oder weiß. Und Indien ist wahrscheinlich deutlich diverser, als die meisten Leute von euch denken. Aber kommen wir jetzt endlich zum Punkt: Was ist mir hier in den letzten Monaten in Bezug aufs Laufen aufgefallen? Das größte Thema, wie ihr euch es wahrscheinlich schon gedacht habt, ist einfach der Verkehr. Pune und im Allgemeinen viele Orte in Indien haben schon einen ziemlich wilden Verkehr, da gibt es auch eigentlich keine 2 Meinungen drüber. Beim Laufen kann man das auch wirklich nie ganz vermeiden, besonders in einer Großstadt muss man halt wirklich irgendwann immer Straßen überqueren, und je nach Tageszeit und Stadtteil kann das halt wirklich schon ein kleines Abenteuer für sich sein. Es gibt selten Fußgängerampeln, man muss das Chaos wirklich ein Stück weit embracen und lernen, wie man so mit dem Verkehr mitschwimmt, um hier wirklich halbwegs sicher unterwegs zu sein. Aber genau das ist es eben, was es beim Laufen auch so schwierig macht, weil vieles ist wirklich unvorhersehbar, es ist wirklich schwer, in einen Flow zu kommen. Man kann selten wirklich abschalten und einfach Kilometer sammeln. Und Laufen mit Kopfhörern würde ich hier in den meisten Stellen wirklich auch überhaupt nicht empfehlen. Und das bringt mich auch schon zu dem zweiten Thema, und das sind die verfügbaren Routen. Ich würde das in 2 Bereiche unterteilen: einmal in Laufen innerhalb der Stadt und einmal in Laufen außerhalb der Stadt. Und in beiden Fällen ist das Ganze wirklich nicht so einfach zugänglich, wie man das vielleicht aus Europa gewöhnt ist. Fangen wir mal mit dem Thema in der Stadt laufen an. In der Stadt laufen gibt es auch wiederum, ich würde sagen, 3 Level. Fangen wir bei Level 1 der Laufbarkeit an, also die Strecken, die am besten laufbar sind. Das sind meistens irgendwelche geschlossenen Parks oder spezielle Joggersparks. Die gibt es eigentlich über die Stadt verteilt, und die gibt es auch in den meisten indischen Großstädten. Da gibt es aber auch das ein oder andere Problem mit, denn diese Parks sind jetzt nicht riesengroß, dass man da wirklich, wer weiß, wie gut laufen kann, sondern die haben meistens eher so maximal 500 Meter Runden. Das heißt, das wird schon ganz schön repetitiv, auch wenn das natürlich die sicherste Art und Weise ist, laufen zu gehen. Da sind auch viele Locals, die da entweder zum Spazierengehen sind, allgemeine Workouts machen oder eben auch einfach laufen gehen. Aber auch diese Parks haben halt teilweise sehr begrenzte Öffnungszeiten, so dass es dann halt unter der Woche sehr früh morgens oder sehr spät
spät abends teilweise halt auch so ist, dass man da entweder rausgekickt wird oder erst gar nicht reingelassen wird. Das zweite Level ist das, was ich ja den District-Lauf nennen würde. Also ein Lauf, der sich auf einen Stadtteil begrenzt. Denn es gibt in Pune einige Stadtteile, die ja eine deutlich bessere Infrastruktur haben als andere. Und so zum Beispiel mein Stadtteil Koregam Park hat nämlich auch sehr, sehr viele breite Straßen, die mehr oder weniger komplett verkehrsberuhigt sind, besonders am Morgen. Und hier und auch in anderen Stadtteilen ist es auf jeden Fall möglich, ja, einen 5-Kilometer-Loop sich irgendwie auf der Karte zusammenzubasteln, in dem man minimale Wiederholungen der gleichen Strecke hat. Und so kommt man eigentlich dann auf eine ganz gute Laufrunde, die jetzt nicht, wer weiß wie langweilig ist und noch dazu relativ sicher ist. Und so machen das dann eben auch viele Locals, die für Langdistanzen trainieren, wie einen Halbmarathon oder Marathon. So, und dann das schwerste Level, Level 3, der Interdistrict-Lauf. Der Interdistrict-Lauf ist quasi das, was ich hier in dem Intro von dem Video gemacht habe. Also ein Lauf, der über verschiedene Stadtteile geht, maximaler Distanz mit minimaler Wiederholung. Das bringt natürlich auch andere Herausforderungen mit sich, wie Hauptverkehrsstraßen überqueren, Ballungspunkte, unvorhersehbare Bedingungen und wechselnde Infrastruktur. Je nachdem, wie sensibel man dafür ist, sollte man vernünftig planen, denn ein Blick auf Google Maps erzählt meistens nicht die gesamte Geschichte einer Straße. Bei meinem Long Run gestern bin ich beispielsweise hier in Koregam Park gestartet und das ist ein Stadtteil, in dem ja die reichsten Menschen der Stadt leben. Aber ein paar Kilometer später bin ich schon durch einen Slum gelaufen. Das ist Alltag in Indien, das muss einem einfach bewusst sein. Ich persönlich habe aber bisher auch noch nie einen Stadtteil erlebt oder ja, durchgelaufen, gegangen, was auch immer, in dem ich mich wirklich unsicher gefühlt habe. Aber da muss natürlich jeder wirklich seine eigene Grenze finden. Und was ist mit außerhalb der Stadt? Man kann so ein bisschen außerhalb der Stadt fahren. Es gibt auch ein, zwei Hügel hier in Pune, die ja noch im Stadtinneren sind quasi. Und da gibt es dann auch wirklich schöne Trailruns. Die gehen aber auch meistens nicht länger als 10 Kilometer. Wenn man dann noch weiter außerhalb der Stadt fährt, dann gibt es auch noch sehr, sehr schöne, komplett naturbelassene Trails, die dann teilweise auch in den Western Ghats sehr, sehr viele Höhenmeter haben, wo man dann wirklich auch auf sehr technischem Gelände ja, längere Distanzen laufen kann. Da gibt es eigentlich überhaupt gar keine Limits. Da muss man dann natürlich aber auch wieder auf ein anderes Thema aufpassen, nämlich die Wildtiere draußen in der Natur. Es gibt hier theoretisch Pantherschlangen und was auch immer. Ich habe hier in Pune und im Umland noch keine Wildkatze und auch noch keine Schlange gesehen, aber die sind auf jeden Fall da. Deswegen muss man da auf jeden Fall auch so ein bisschen aufpassen. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, wenn man natürlich außerhalb der Stadt will, muss man auch durch den Verkehr und dann ist das auch mit einer deutlich längeren Anreisezeit verbunden. Aber dafür bekommt man dann den großen Bonus, man kann Glück haben und man ist da ganz alleine, was tatsächlich dann auch eine Seltenheit hier in Indien ist. So, und das dritte große Thema ist das Wetter. Gerade ist Monsunzeit, wie ihr es schon gesehen habt, und das heißt, es regnet teilweise tagelang am Stück. Die Temperaturen sind deutlich angenehmer, es ist dann so zwischen 20 und 25 Grad tagsüber. Aber die Bedingungen sind jetzt trotzdem nicht total laufbar. Die Straßen sind überflutet, die Trails sind schlammig und vieles ist wirklich nur sehr, sehr schwer laufbar dann. Aber ganz anders ist das Ganze dann wiederum im Hochsommer, das andere Extrem. Da kann es halt sein, dass es halt wochenlang gar nicht regnet, monatelang gar nicht regnet und teilweise jeden Tag in der Woche an die 40 Grad reicht. In der Zeit ist man dann eigentlich gezwungen, sein gesamtes Laufen mehr oder weniger auf den sehr frühen Morgen zu beschränken oder auf den späten Abend. Aber selbst nachts kann es halt sein, dass es ja nicht kälter als 30 Grad wird. Außerdem kommt noch dazu, je wärmer es wird und je länger eben diese Trockenzeit anhält, je staubiger wird das ja auch in der Stadt. Ich selbst bin jetzt noch nie irgendwie mit einer Atemschutzmaske oder so gelaufen. Das war wirklich nicht nötig. Aber ich habe auf jeden Fall schon 1-2 Mal mir irgendwie das T-Shirt über den Mund gezogen, dass ich dann eben beim Laufen nicht irgendwie den Dreck von der Straße so krass einatme. Wenn man dann versucht, das Wetter abends zu umgehen, kommt dann noch ein anderes Thema dazu, nämlich die Straßenhunde. Und normalerweise sind die eigentlich ziemlich chillig, aber besonders abends, ja, nach 10 Uhr nehmen die sich irgendwie so ein bisschen die Straße zurück. Und ja, wenn man dann nachts mit Stirnlampe da angelaufen kommt und dann sitzen da 5 bellende Hunde auf der Straße, die sich fragen, wo kommt der Typ denn jetzt auf einmal her, dann habe ich da trotzdem auch ja, eigentlich keinen Bock drauf auf die Auseinandersetzung. Und die beste Zeit zum Laufen zwischen Hochsommer und Monsunzeit ist nämlich das, was dazwischen liegt, nämlich der
normale Sommer, Frühling, Winter, wie man es nennen möchte. Aus europäischer Perspektive ist es eher ein Sommer, aber hier nennt man es Winter. Und das ist eben die Zeit von November bis Ende Februar. Da regnet es wenig bis gar nicht, aber die Temperaturen sind trotzdem noch angenehm und man kann auf jeden Fall super gut laufen, auch wenn es zur Mittagszeit dann auch schon ziemlich warm werden kann. Und unabhängig von Wetter kann man auch hier einfach in ein Fitnessstudio gehen. Die Fitnessstudios sind hier auf dem gleichen modernen Standard, wie wir sie in Europa kennen, aber die sind hier zumindest in der Innenstadt, wo ich lebe, teilweise halt wirklich sehr voll, besonders so die populären Ketten, die es gibt. Jetzt ist die große Frage, was war meine größte Herausforderung in den letzten Monaten hier mit dem Lauf? Einzeln betrachtet kann ich all diese Punkte mich irgendwie arrangieren. Beim Verkehr, ich kann Straßen laufen, wo kaum Verkehr ist. Bei den Routen, ich kann irgendwo hinfahren, wo eine schöne Route ist. Beim Wetter, ich kann zu der Tageszeit laufen, wo das Wetter nicht ganz so ätzend ist. Bei den Hunden kann ich auch zu der Tageszeit laufen, wo die nur in der Ecke liegen und schlafen. Die Anreise ist durch Uber relativ einfach gestaltet und mit dem Regen, weiß ich nicht, das muss ich noch herausfinden, aber bisher ist es keine Katastrophe, im Regen laufen zu gehen. Das sind alles Sachen, die einzeln völlig klar gehen, aber in der Kombination war es dann wirklich manchmal schwer, vor allem wenn noch eben dann Arbeit und Privatleben dazu kommt. In meiner Anfangszeit habe ich hier versucht, meinen Trainingsansatz aus Deutschland einfach 1:1 in Indien anzuwenden, aber da hat eigentlich auch schon die Geschichte in der Vergangenheit gezeigt, dass sowas eigentlich selten funktioniert. Ich war nach der Arbeit oft nicht vor 19 Uhr zu Hause, dann halt irgendwie zu hungrig, um sofort laufen zu gehen, oder es war halt noch viel zu warm, um sofort laufen zu gehen. Also habe ich erst was gegessen, bin dann irgendwie vollgefressen um 21 Uhr laufen gegangen und bin halt dabei fast krepiert, weil es mir halt bis hier stand. Außerdem kam dann noch der wirklich unregulierte Zugang zu günstigen Lieferessen und genau diese Kombination hat mich erstmal für ein paar Monate ziemlich entgleisen lassen. Vor ein paar Wochen habe ich dann meine Tagesplanung umgestellt. Eigentlich war ich nie jemand, der morgens Sport macht, aber ich habe hier irgendwann keine andere Lösung mehr gesehen, als das eben genauso zu machen. Also ich gehe jetzt im Regelfall vor der Arbeit laufen, bevor ich dann um 7:30 Uhr abgeholt werde. Und das hat für mich auf jeden Fall vieles gelöst. Ich habe neue Einschränkungen dadurch, vor allem eine klare Zeitlimitierung. Ich kann morgens nicht einfach endlos lange laufen und deshalb bin ich im ersten Schritt auch erstmal öfter, aber dafür kürzer gelaufen. Einfach um wieder reinzukommen und dieses Momentum langsam wieder aufzubauen. Und ehrlich gesagt, das funktioniert für mich gerade wahnsinnig gut. Ich bin über den Tag dadurch, finde ich, viel weniger müde und ich habe das Laufen schon abgehakt, bevor ich überhaupt auf der Arbeit bin. Und das macht gerade meine Feierabendplanung und das Ganze drumherum macht das viel angenehmer. Und eine Vollkatastrophe kann der Tag dann eigentlich auch gar nicht mehr werden, weil ich habe zumindest eine positive Sache für mich gemacht und das war Sport. Und mit dieser Umstellung konnte ich dann auch wirklich wieder sehr konsistent trainieren. Ich habe mir zum Beispiel zu Beginn eine Challenge gestellt, dass ich für mindestens einen Monat jeden Tag mindestens 5 Kilometer laufe. Das habe ich auch durchgezogen. Am Wochenende habe ich dann versucht, wieder mehr in die Longruns zu kommen, aber wie ich schon gesagt habe, das ist hier auch nicht unbedingt ganz so einfach. Die schönen Strecken sind oft mit einem wahnsinnigen Reiseaufwand verbunden und so fährt man teilweise halt über eine Stunde, nur um überhaupt aus der Stadt rauszukommen. Dann will man am besten irgendwie um 6 Uhr morgens da sein, weil dann macht der Park oder eben der Berg auf. Und später, wenn man später da ist, wird man halt einfach gegrillt. Das heißt, auch am Wochenende klingelt dann der Wecker eben um 4:30 Uhr, aber wenn man das eben nicht bereit ist zu tun, dann kann man das eigentlich auch schon fast vergessen. Ihr seht schon, es ist auf jeden Fall alles nicht so einfach, aber am Ende, und das ist nämlich das Learning daraus, es ist trotzdem alles möglich. Falls ihr euch gerade auch in einer Lebenssituation befindet, in dem euer bisheriger Trainingsansatz eben einfach nicht mehr so gut funktioniert, wie er mal anfangs tat, dann würde ich euch Folgendes empfehlen. Geht einen Schritt zurück und seht wirklich alles als Variable. Besonders wenn man eine eingeschliffene Routine hat, kann es nämlich sein, dass man wirklich eine sehr hohe Betriebsblindheit für eigentlich offensichtliche Probleme entwickelt. Für mich war immer klar, ich laufe abends und ich laufe lieber längere Distanzen. Hier hat das aber einfach nicht mehr funktioniert und dadurch ist mein Training komplett eingebrochen. Erst durch die Umstellung auf morgens bin ich wieder konsistent geworden. Und außerdem
habe ich eher den Fokus drauf gelegt, eben lieber 2x5 Kilometer zu laufen, das aber definitiv hinzubekommen, statt die ganze Woche irgendwo zu gucken, wo kriege ich diesen 10 Kilometer Lauf unter und dann am Ende dran zu scheitern und gar nicht laufen zu gehen. Deshalb, wenn ihr irgendwie gerade eine Sackgasse erreicht habt oder komplett aus dem Training raus sind, geht einen Schritt zurück, versucht alles zu analysieren, was kann ich verändern, kann ich meinen Tagesablauf verändern, kann ich die Art meines Trainingsplans verändern, wie kann ich mit den Distanzen spielen, was hält mich gerade in erster Linie davon ab, dass ich eben konsistent trainieren kann. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und dieser Einblick in meinen Trainingsalltag in Indien. Es gibt ja definitiv eine wachsende Lauf-Community in Indien und unterschiedlich stark, je nach Stadt ist sie dann auch vertreten. Aber hier selbst in Pune, wo ich sagen würde, hier gibt es zwar viele junge Leute, aber die meisten Leute sind ja irgendwie zum Arbeiten und nicht zum Spaß haben da, gibt es trotzdem hier sehr, sehr viele Rennen und Events. Eigentlich, gerade jetzt in dieser Jahreszeit, eigentlich in jedem Wochenende kann man irgendwas machen. Und seien es Straßenrennen oder harte Trailrennen, wie ich es eben letztes Wochenende gemacht habe mit dem Sinagat Epic Trail. Vielleicht denkt jetzt ja der eine oder andere von euch ein bisschen anders über Indien oder über den eigenen Trainingsplan nach. Das ist mir eigentlich egal, welche dieser beiden Themen hier einen Gedankenanstoß irgendwie verursacht haben. Besonders wollte ich aber hervorstellen, dass ein bisschen Variabilität im Trainingsplan manchmal wichtiger ist, als es einfach stringent durchzuziehen, was man sich eben vorgenommen hat. Für mich sind meistens die meisten Gründe, warum mein Training eingebrochen sind, am Ende eher die Kategorie Ausrede als wirklich ein unverhandelbarer Umstand. Also seid ehrlich zu euch selber und greift wieder an oder wie auch immer man das sagen möchte. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und schreibt auch gerne, was eure größten Herausforderungen beim Training sind und wie ihr die bewältigt habt. Und da bleibt mir noch eins zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bleibt stabil gegen rechts und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.